wir müssen agiler arbeiten. Was bedeutet das eigentlich? Was wird eigentlich dahinter wirklich gemeint? Und das ist dann so ein Thema, bei dem man dann schon hier anfangen muss eigentlich, den Decoder zu spielen und zu fragen: „Was meinst du eigentlich jetzt genau damit mit agiler? Meinst du damit, dass wir schneller arbeiten sollen mit weniger Mhm. Ressourcen?“ Hello, schön, dass ihr hier seid. Auf Wall of Confusion sprechen wir über die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen sich Softwareentwicklung und IT-Betrieb an gemeinsame Projekte annähern. Da kann es im Alltag schon mal zu Kontroversen kommen. Zur Lösung gibt es den Ansatz DevOps, der beide Seiten zur Effizienz führen will. Wir, das sind das Team der Rosti IT in Rosenheim und unsere Gäste. Unsere Folgen drehen sich um unseren DevOps-Alltag, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Ops-Teams, um Lösungen, um Menschen, Methoden und Tools. Viel Spaß mit dieser Folge von Wall of Confusion. Wenn man agile Organisation sagt, macht man die Büchse der Pandora auf, weil gegebenenfalls einige aus der Zuhörerschaft gleich aufspringen werden, weil agile Organisationen gibt es streng genommen nicht. Man spricht eher von adaptiven und antifragilen Organisationen. Ich weiß, ich schließe jetzt damit die Büchse der Pandora und springe dabei das neue Thema auf. Aber das ist Mit super, diesem das wird ein Wording. super spannendes Thema. Genau. Und ich denke aber, für den Podcast hilft es vielleicht auch für die Zuhörerschaft erstmal, das bei dem Wording zu bleiben, agile Organisation, auch wenn es jetzt streng genommen so in dem Sinne nicht gibt, und klassische Organisation beizubehalten, um überhaupt zu Beginn mitverfolgen zu können, worüber reden wir eigentlich? Und ich würde dann über unsere Unterhaltung dann Stück für Stück tiefer in dieses Thema eingehen, der adaptilen und antifragilen Organisation. Gegebenenfalls, falls dann auch hier schon gewisse Fragen erstmal aufkommen, warum gibt es keine agile Organisation an sich? Also an sich muss man das so sehen, die Agilität ist als Konzept zu verstehen und kann nicht durch die Organisation allein erreicht werden. Das ist ein kontinuierlicher Prozess und eine Denkweise, die auf allen Ebenen der Organisation und den verschiedenen Bereichen und Prozessen implementiert und gelebt werden muss. Agilität ist auch als Reise zu verstehen und nicht das Ziel, weil man möchte mit dieser Agilität eigentlich etwas erreichen. Und das ist für gewöhnlich die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit am Markt. Was natürlich auch hier zu sagen ist, Fokus liegt dabei natürlich auf den Mensch und die Interaktion und damit auch verbunden eine dezentrale Entscheidungsfindung, worüber wir dann auch noch später etwas eingehen können. Das hast du schon ein bisschen ausgeführt. Agil ist für dich absolut mehr wie ein Buzzword. Und das Zweite ist, agil lässt sich nicht nur auf Projektmanagement umlegen, weil in diesem Kontext hört man es ja wahrscheinlich sehr oft, sondern dahinter stehen auch agile Organisationsformen, auch wenn das nicht Ja. ganz fachlich korrekt ist. Okay, kannst du vielleicht noch ein bisschen, damit wir in dieses Thema ein bisschen tiefer einsteigen können, ein bisschen klar machen, wo ist denn jetzt eigentlich so der Unterschied zwischen einer klassischen Organisation und meinetwegen einer agilen Organisation? Ja. Also, um halt dann auch das Thema auch mit dieser Agilität ein bisschen weiter durchdringen zu können. Also, in der Vergangenheit wurde das agile Manifest sehr auf die Softwareentwicklung auf Softwareentwicklungsteams gefasst und nicht die universelle Möglichkeit dabei betrachtet. Also, per se für die Entwicklungsteams an sich nicht schlecht, aber man versteift sich sehr daran, dass das Team das Problem ist und demnach repariert werden muss, wenn es repariert wird. Beziehungsweise wenn es repariert wird, profitiert die Organisation davon. Aber dieser Ansatz auf diesen Teamfokus hat gezeigt, dass darauf keine agile Organisation gebaut werden können. Wenn wir einen Schritt also zurückgehen und sogenannte Metaprinzipien der agilen Gemeinschaft betrachten, hat man folgende Punkte. Also der erste: Ein kleines Team übernimmt die Ende-zu-Ende-Verantwortung ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung. Das zweite ist, Teams sind autonom und unabhängig. Dann haben wir noch den weiteren Punkt: Der Mittelpunkt aller Bemühungen sind die Kundinnen und Kunden und ihre Bedürfnisse. Dann gibt's noch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der kontinuierliches und schnelles Marktfeedback mitbringt. Und zuletzt die Optimierung der Arbeitsweise für eine kontinuierliche Wertgenerierung. Und über diese Prinzipien lässt sich das agile Arbeiten übersetzen. Wenn wir also nicht eins zu eins die Projektorganisation in die Unternehmensorganisation übertragen, dann funktioniert das wunderbar und erreichten noch bessere Ziele als im klassischen Ansatz. Wobei man hier natürlich sagen muss, agil und klassisch, es gibt nicht per se was Besseres oder Schlechteres in dem Sinne. Darauf können wir aber auch später noch eingehen. Genau, jetzt eben die Frage, was ist eigentlich agiles und was ist klassisches Arbeiten? Also, im Agilen ist es insbesondere diese Ende-zu-Ende
Verantwortungsübernahme. Das bedeutet, von der Anforderungserhebung zur Entwicklung bis zum Betrieb und Stilllegung liegt die Verantwortung im Team. Das unterscheidet sich zum klassischen Ansatz, bei dem man jeweils nur bei einem Teil mit dabei ist. Und das führt auch dazu, dass wir eine Art Command-and-Control-Struktur aufbauen müssen, die eben diese verschiedenen Teams steuern. Ähm, Vereinfacht gesagt jetzt als Beispiel, es gibt ein Team, das nimmt die Business-Anforderungen auf. Das zweite Team übernimmt die Verantwortung der Übersetzung der Business-Anforderungen in technische Anforderungen. Das nächste Team übersetzt die technische Anforderungen in Softwarekomponenten. Aber letztendlich niemand ist von der Erhebung der Business-Anforderungen von Anfang an mit dabei. Und deswegen brauchen wir eben diese Command-and-Control-Struktur und um diese Teams, die an dieses Problem arbeiten, daran zu steuern. Mhm. Und diese Struktur fällt bei den agilen Teams weg, weil sie die Verantwortung selber übernehmen und sich auch autonom selber steuern. Das führt auch dazu, dass agile Teams schneller reagieren können, weil sie dezentral Entscheidungen treffen können und somit auch schneller auf Marktgegebenheiten reagieren. Mhm. Es kommt dazu, Dezentrale Entscheidungsfindung, nur damit wir das nochmal verständlich haben. Also ja, im Endeffekt geht es darum, Entscheidungen in Teams auszulagern, aber wahrscheinlich auch darum, Entscheidungen nicht auf, ich sage mal, Hierarchieebenen outzusourcen, nenne ich es jetzt mal, sondern eben auch auf diesen Ebenen Entscheidungen zu fällen und dadurch schneller zu werden. Ist das richtig? genau. Also wir haben natürlich einmal zentrale Entscheidungen, wie wir es aus der klassischen Organisationsstruktur kennen, dass ein gewisser Mitarbeiter in der Abteilung halt keine Entscheidung treffen kann. Der Abteilungsleiter darf auch gegebenenfalls die Entscheidung nicht treffen, sondern man geht halt eine Stufe noch weiter höher oder noch weiter höher. Das bedeutet, dass dann die Person, die dann am Ende wirklich das entscheidet, hat nicht gegebenenfalls alle Informationen, ist nicht so tief gegebenenfalls in der Thematik mit drin. Und wir haben auch eine gewisse Verlangsamung drin, weil wir müssen erstmal die Information weitergeben. Wir müssen erstmal warten, bis die Person verfügbar ist. Und wir müssen auch erstmal warten, bis die Person sich damit beschäftigt hat und bereit ist, eine Entscheidung zu treffen. Und natürlich, je nachdem, wie die Entscheidung fällt, kommt noch Feedback von der Abteilung zurück. Sowas wie, das ist überhaupt nicht möglich, weil physikalisch nicht machbar. Der Kunde würde da komplett durch den Dach steigen, weil das einfach nicht geht, oder wir haben halt regulatorische Probleme. Und deswegen sagt man, gewisse Entscheidungen, die dann die Teams treffen könnten, sollten dann auch die Teams treffen, weil sie näher dran sind, die aktuellsten Informationen besitzen. Und demnach bringt man auch diese Geschwindigkeit mit rein. Dazu gehört wahrscheinlich aber auch, dass man als Unternehmen relativ viel Vertrauen dann in diese Teams Genau, setzen muss, richtig? genau. Also dazu kann ich dann auch später gleich noch was sagen. Es ist ein recht komplexes Thema, und das halt dann Stück für Stück runterzubrechen und dann eigentlich versuchen, noch die ursprüngliche Frage zu beantworten, ist recht schwierig. Ich merke schon, ich bin zu neugierig. Ich Es versuche ist mich zu wahrscheinlich auch gedulden. Ne, es ist auch für die Zuhörerschaft wahrscheinlich auch schwierig. Man hat eine Frage, man bekommt eine Antwort und man muss Stück für Stück die ursprüngliche Antwort weiter runterbrechen, um überhaupt zu verstehen, wie kommen wir eigentlich zu dem Punkt. Deswegen, es ist ein recht interessantes Thema, definitiv. Also, ich habe es auch in der Universität gehabt, und wir hatten für gewöhnlich Remote-Vorlesungen, und genau für dieses Thema hieß es: „Ihr kommt alle für eine Woche hier rein, denn remote funktioniert das einfach nicht.“ Und das ist auch verständlich, weil wir sind auf diese klassische, ich sage jetzt mal, Linienorganisation oder Stabslinienorganisation, je nachdem, wie wir aufgestellt sind wir einfach getrimmt, und deswegen diese andere Herangehensweise ist für viele nicht intuitiv, oder es gibt natürlich auch Unsicherheiten und Fragen, und da muss man sich natürlich ein bisschen mehr befassen. Man muss tiefer reingehen, und deswegen, ja, ich entschuldige mich jetzt schon für die Zuhörerschaft, dass sie erst mal Fragen über Fragen bekommen, bis wir nach 'ner halben Stunde wahrscheinlich die erste Frage, überhaupt die eigentliche, beantwortet bekommen. Ich glaube nicht, dass du dich entschuldigen musst. Ich glaube, dass alle ganz genauso gespannt zuhören wie ich. Genau, aber um wieder zurück zu der ursprünglichen Frage zu kommen, jetzt kommt es natürlich vor, dass es viele Versuche gab, überhaupt agiles Arbeiten voranzutreiben. Und schaut man sich aber die fehlgeschlagenen, ich sage jetzt mal, agilen Transformationen an, erkennt man eigentlich einen einfachen Trend. Und zwar, wenn wir sagen, wir wollen agiler werden, ist letztendlich diese agile Transformation hauptsächlich in der IT vollzogen worden, was dazu führte, dass das Prinzip der, ich sage jetzt mal, teamautonomen Wertschöpfung, spreche ich ja später noch, und die Unabhängigkeit gar nicht ernsthaft erreicht werden kann, weil wir
die IT arbeitet agil, aber das gesamte Umfeld nicht. Und deswegen bedeutet das, dass sie hier auch wieder hybrid arbeiten muss oder dann Stück für Stück selber sich von dem agilen oder ich sage jetzt mal von dieser hybriden Lösung wieder zurück zu dieser normalen klassischen Organisation zurückentwickelt, weil man die Vorteile gar nicht nutzen kann. Und hier kommen jetzt dann eigentlich Punkte wie Sozialtechnologien der Zellstrukturdesign. Ich komme dazu auch noch. Und genau, also letztendlich, was ist eine agile und was ist eine klassische Organisation, denke ich, ist dann auch wahrscheinlich die Frage, die allen brennt. Wir haben je nach Struktur haben wir verschiedene Teams, die dezentral arbeiten. Das bedeutet, dass sie nicht komplett nach den Entscheidungen einer höheren Instanz warten und sie sind auch autonom. Das bedeutet, dass sie diese Ende-zu-Ende-Verantwortung übernehmen, was ich ja vorgangs schon erklärt habe. Das bedeutet aber auch, dass sie unabhängig sind, weil sie nicht auf Entscheidungen warten müssen. Und demnach fällt auch diese Command-and-Control-Struktur weg. Wie diese Teams jetzt innerhalb arbeiten, ich komme noch auf das Größere auch noch zurück. Wie funktioniert eigentlich das Team intern? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den demokratischen Ansatz oder den Consent. Es gibt Consent und es gibt Konsens. Die meisten kennen wahrscheinlich Konsens. Das bedeutet, alle sind dafür. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner und da gehen die Personen auch Kompromisse ein. Consent mit T am Ende ist ein neues Wort in dem Sinne und bedeutet, keiner ist dagegen. Also der Vorschlag als solcher wird akzeptiert und dabei werden die Einwände minimiert. Und das ist natürlich, keiner ist dagegen versus alle sind dafür. Weil alle sind dafür ist für gewöhnlich recht schwierig. Also wenn man das natürlich auch bei größeren crossfunktionalen Teams sieht, ist das bei komplexeren Themen nicht möglich. Deswegen hat man die andere Variante genommen mit keiner ist wirklich dagegen. Es gibt dann noch Methoden, wie man das dann behandeln kann, wenn jemand wirklich strikt dagegen ist. Ich würde da jetzt aber nicht zu tief darauf eingehen. Aber das ist letztendlich dann die Lösung dahinter. Und dann gibt es natürlich jetzt die Strukturierung. Also hier geht man über die formelle Hierarchie raus. Wir kennen die klassische Organisationsformen wie Linienorganisation, Stabslienienorganisation, Matrixorganisation und so weiter. Das ist die klassische Aufbauorganisation von Die Unternehmen. klassische Aufbau, genau. Und diese, ich sage jetzt mal, wertvernichtende Managementpraktik lenkt von der Wertschaffung ab. Denn obwohl die Organisation sich demnach strukturiert, zeigt das nicht auch, wie die verschiedenen Abteilungen oder Teams zusammenarbeiten und überhaupt miteinander kommunizieren. Daraus wird weitergedacht. Also beziehungsweise daraus weitergedacht haben wir eigentlich nicht nur eine Art der visuellen Repräsentation von Organisationen oder einer Organisation, sondern eigentlich 3. Die erste ist die informelle Struktur, die ganz natürlich durch menschliche Interaktion entsteht. Solche Strukturen sind nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ist da ein Beispiel dafür die Grüppchenbildung, sage ich mal? Wie man es Genau, im also Volksmund kennt? die Rauchergruppe. Wie man es kennt, die Rauchergruppe zum Beispiel. Das ist dann schon eine informelle Struktur. Oder man geht zum Beispiel zusammen golfen oder Tennis spielen. Und so entstehen halt dann die Gruppen. Und das sind dann diese informellen Strukturen. Und diese Struktur wird für gewöhnlich gar nicht bis selten von den Organisationen betrachtet, obwohl sie recht mächtig sind. Denn zum Beispiel auch über diese informellen Strukturen kann Mobbing und Selbstgefälligkeit entstehen. Und auch über diese Strukturen kann man sich vorstellen, wie viele verschiedene kleine Punkte, die man miteinander verbindet. Dazu müssten wir ein Bildchen dann zeigen hier. Wir werden versuchen, den oder Podcast auch in irgendeiner Form visuell zu hinterlegen für unsere Zuhörer. Oder wir werden einfach das entsprechende Material in die Shownotes mit hochladen. Ihr bekommt auf alle Fälle eine visuelle Repräsentation dazu. Genau, denn vor allem das zu erklären ist recht schwierig, wenn man das sieht. Es sind einfach viele verschiedene Punkte, die mit weiteren verschiedenen Punkten verbunden sind und darüber sieht man einfach ein schönes Netzwerk und sieht, wie eigentlich die Organisation und die Personen miteinander vernetzt sind. Und das ist jetzt die erste Struktur. Dann gibt es die zweite Struktur und das ist die sogenannte Wertschöpfungsstruktur. Und über sie wird der eigentliche Wert generiert. Und dabei mappen wir die funktional integrierten Teams miteinander und wie der Value Flow aussieht. Also wirklich, wie funktionieren die Teams zusammen, wie arbeiten sie zusammen, wie sieht der Informationsflow aus und wie sieht dieser Wertschöpfungsprozess aus. Und das mappen wir eigentlich. Und dann kommen wir eigentlich zur dritten Struktur, wie wir sie eigentlich kennen, die klassische.
sie dient zur Compliance, aber zeigt nicht wirklich mehr. Und es wird auch ehrlich gesagt nicht empfohlen, sie weiter zu nutzen oder sich danach zu strukturieren, sondern dass man die sogenannte Wertschöpfungsstruktur nutzt, weil darüber erkennt man auch wirklich, wie funktionieren die Teams zusammen, um überhaupt einen Wert zu generieren. Also du hast jetzt von informellen Gruppen gesprochen und von Netzwerken. Mhm. Wie gesagt, wir werden versuchen, das Ganze durch entsprechende Unterlagen visuell zu ergänzen. Hast du ein Praxisbeispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen, wie sowas dann in der Realität ausschauen kann? Es gibt verschiedene Ansätze. Zu den bekannteren zählen die Holokratie und das Zellstrukturdesign, wobei letzteres eher zu einer sogenannten adaptiven und antifragilen Organisationsstruktur beiträgt. Holokratie kann man sich so vorstellen: Linienfunktionen und Personen einer Organisation bestimmen nicht mehr, sondern es gibt fest definierte Rollen mit festgelegten Verantwortlichkeiten und Befugnissen. Zusammenhängende Rollen bilden ein Team oder in dem Sinne eigentlich 'n Kreis nennt sich das hier, und diese Kreise organisieren sich selber. Es gibt 4 Grundelemente, die für jetzt erstmal eher irrelevant sind. Das Problem, was ich dabei eher sehe, ist, dass die Holokratie einfach über die klassische Organisation drüber gezogen wird, wie man das beim Scrum vielleicht kennt oder mal vielleicht gesehen hat. Einige haben Scrum über den Wasserfallprozess drüber gezogen und letztendlich nicht wirklich Scrum implementiert, sondern ein Wasserfallprojekt im 2-Wochentakt. Water Und Scrummer deswegen voll. genau, so kann man das natürlich auch, formulieren und nur mit dem Sinn, einfach zu sagen: „Wir sind agil." Das erinnert an dem superkalifragilistisch-expialigorisch, um letztendlich einfach nur klug oder fast schon prophetisch zu klingen, aber keinen Sinn bringt. Also, Wort kommt auch aus Mary Poppins, falls sich einige wundern. Und letztendlich gibt's dann noch das Zellstrukturdesign. Und da kommen wir zu dem adaptiven und antifragilen Organisationen. Was bedeutet eigentlich antifragil? Worum geht es dann eigentlich? Es geht darum, wie wir in einer Welt, die wir nicht wirklich verstehen, nicht nur überleben, sondern auch prosperieren können. Dabei können wir die Dinge, die in der Welt existieren, in 3 Kategorien einordnen: fragil, robust und antifragil. Die Überlegung ist jetzt, dass das Gegenteil von fragil nicht unbedingt robust ist. Ich bringe gleich 'n Beispiel auch dazu. Fragil ist etwas, was unter Stress in irgendeiner Art Schaden nimmt. Robust ist etwas, was bei Stress im besten Fall unbeschadet übersteht, und antifragil wächst daran. Und ich denke, hier kommt eigentlich 'n gutes oder sollte 'n Bild dieses bildliche Beispiel es auch eher erklären können mit einer Windböe. Eine Kerze ist fragil. Bei einer Windböe erlischt das Feuer. Bei einer Fackel wird das Feuer bei einer Böe kleiner, und wenn die Böe dann durchgezogen ist, erreicht sie gegebenenfalls ihre ursprüngliche Größe wieder. Und jetzt kommen wir zu der Situation mit einem Buschfeuer. Wenn eine Windböe das Buschfeuer trifft, wächst das Feuer, und hier erreichen wir dieses Antifragile. Man kann auch antifragil eventuell mit einem anderen Beispiel bringen, und zwar, wenn wir Sport betreiben. Wir trainieren den Muskel, wir setzen den unter Stress. Daran wächst dieser Muskel, und das ist eben dieses Antifragile. Wir dieser Stress oder diese Krise, die wir haben, die nutzen wir, um zu wachsen, und das ist eben dieses Antifragile. Um jetzt weiter wieder zurück zu dem Zellstrukturdesign zu kommen. Die Struktur kann man sich wie 'ne Art wie 'n Pfirsich vorstellen, und klassische Organisation kann man sich wie 'ne Pyramide vorstellen. Das bedeutet, wir haben ganz oben den Geschäftsführer oder den CEO, und weiter unten haben wir dann die Personen, die unter ihm stehen, dann die Personen, die unter denen stehen und so weiter. Also, deswegen haben wir so 'ne klassische Pyramide. Jetzt in diesem Zellstrukturdesign existiert das so nicht mehr, weil die Teams autonom und unabhängig arbeiten. Wir haben Teams, in dem Sinne werden hier Zellen genannt, die einmal im Kern sind und dann auch in der Peripherie. Aber ich würde da jetzt dann noch kurz gleich weiter eingehen. Ich denke, ich sollte erst mal das Drumherum noch dazu erzählen, denn es gibt die sogenannte Sphäre der Geschäftsfähigkeit, und das ist so gesehen die Außenhaut. Und man muss sich das so vorstellen, die Wertschöpfung fließt von innen nach außen. Man sollte sich auch um so 'ne
um dieses Zellstrukturdesign überhaupt aufziehen zu können, auch bei sich im Unternehmen gegebenenfalls, muss man erstmal sich über den Daseinszweck und das Geschäftsmodell beziehungsweise die Positionierung am Markt für das gesamte Unternehmen festhalten als Ganzes. Vor allem muss dann auch festgehalten werden, nach welchen Prinzipien arbeitet dann eigentlich die Organisation und die Mitarbeitenden. Und hier kommen wir jetzt zu dem Zellstrukturdesign. Wir haben verschiedene Zellen, die in der Mitte sind. Das sind die sogenannten Supportzellen. Und es gibt dann die Zellen, die in der Peripherie sind, die weiter draußen sind. Das sind, wie schon gesagt, die Peripheriezellen. Die Supportzellen sind dazu da, die Peripheriezellen zu unterstützen. Als Beispiel die IT-Abteilung, Legal und in dem Fall HR kann man sich nicht mehr so im klassischen Sinne vorstellen. Das sind dann mehr Coaches, die dann auch einen unterstützen oder die Teams unterstützen. Also nicht mehr die Da klassische gibt Support-Funktion. genau. Und dann gibt's dann noch die, Peripheriezellen, die dann eigentlich mit dem Markt interagieren und darüber dann auch ihre Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Die nutzen natürlich dann auch die Dienste der Supports. Wie bei dieser informellen Struktur kann man sich das vorstellen. Wir haben verschiedene Punkte, die miteinander verbunden sind und das kann man jetzt dann auf Zellebene sich vorstellen, beziehungsweise diese Punkte sind jetzt in Teams beziehungsweise Zellen und jetzt sind die Zellen mit weiteren Zellen verbunden und auch mit dem Markt verbunden. Das ist natürlich die, ich sage jetzt mal, zellübergreifende Sicht und dann gibt's ja dann noch die personenübergreifende Sicht. Also, wir haben halt eine sehr große Vernetzung und das halt im Bild zu sehen, ist natürlich 'n bisschen angenehmer. Genau. Du hast es gerade von 'ner Üb Pyramidenstruktur oder du hast quasi eigentlich jetzt den Weg gezeigt von 'ner Pyramidenstruktur im Unternehmen hin zu dieser Zellstruktur. Ja. Dazu habe ich jetzt 'ne Frage zu meiner Domäne. Bisher war's ja so, dass, ich sage mal, Pyramide ist sehr hierarchisch gesteuert und Führungskräfte hatten 'n relativ klares Aufgabengebiet. Heißt es dann auch, dass sich, ich sage mal, die Rolle der Führungskraft in Zukunft ändern wird, wenn sich die Organisationsform eher mehr zum Agilen hin entwickeln sollte? Definitiv. Also, natürlich ist dann auch die Frage, wie gestaltet man so was aus? Also, jetzt, wie ich das dann auch einige Male gesehen habe, kommt es noch mal auf die Führungskraft an. Zum Beispiel das Mittelmanagement kann durch diese Zellstrukturdesign komplett aufgelöst werden, da eben diese Command und Control-Struktur nicht mehr benötigt wird. Um jetzt aber dann zu sagen: „Aber wie stellen wir eigentlich sicher, dass die Leute arbeiten?“ Das ist jetzt dann der Punkt, bei dem wir jetzt die Transparenz reinbringen. Wir legen die gesamte Arbeit transparent auf und darüber können wir natürlich sozialen Druck dann nutzen. Es gibt eine gewisse Produktivitätsquote. Das bedeutet, wenn ich angestellt bin, einmal muss man mein Gehalt zahlen, man muss natürlich dann noch 'n bisschen etwas draufzahlen. So für gewöhnlich ist immer die Rechnung Jahresgehalt multipliziert mit 1,3. Es gibt dann noch Softwarelizenzen, die das Unternehmen zahlen muss. Es gibt dann noch mein Laptop oder die Hardware, die allgemein gezahlt werden muss und noch andere Sachen, die gezahlt werden müssten, sei es eben Reisen und noch andere Geschichten. Und das wird jetzt dann in Relation gesetzt mit dem Umsatz, den man eigentlich generiert. Man kann's natürlich auf die Person runterbrechen. Meistens wird es aber dann eher auch auf die Zelle runtergebrochen, weil es ist natürlich etwas schwieriger. Als Beispiel, Person A unterstützt zu 100% ihrer Zeit Person B. Person B generiert jetzt dadurch einen Umsatz von, sagen wir einfach mal 300, 400%. Wenn wir jetzt einfach rein auf die Zahlen schauen und gegebenenfalls dann auch, wie dann die klassische Organisation das zum Teil auch jetzt schon machen, sieht man, Person B ist eine absolute Cash Cow. Der rockt. Person A generiert gar nichts. Da muss man natürlich hinterfragen oder da kommt dann die Frage auf: Warum generiert er keinen Umsatz? Was passiert da? Der soll jetzt mal anfangen zu arbeiten oder andere Lösungen. Deswegen dieser Wertflow, dieser interne Wertflow wird häufig nicht noch mit aufgezeigt. Das ist noch 'n bisschen schwierig tatsächlich, also das funktioniert auch nicht so ganz. Also, das ist natürlich auch 'n schwieriges Thema, wie man so was visualisieren kann. Das versucht man dann über die Arbeitspakete und das ist dann auch dann der Punkt mit der Transparenz. Jeder sieht eigentlich alles, also im Sinne von: Woran arbeite ich? Was mache ich eigentlich grade? Wie viel koste ich eigentlich gerade? Und hier kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, wenn eine Zelle oder ein Team autonom arbeiten kann, bedeutet das, dass wir 'ne gewisse Verantwortung tragen, überhaupt unsere Arbeit zu machen. Und in dem Fall geht man einfach davon aus, dass die Personen, die drin sind, dann auch gewillt sind, natürlich ihr Bestes zu geben und dann auch weitere Rollen übernehmen. Es kann natürlich sein, dass gewisse oder einzelne Personen
das nicht tun. Und darüber möchte man über diese Transparenz diesen sozialen Druck aufbauen, dass dann andere Personen sagen: „Hey, ich sehe, du hast gerade keine Arbeitslast, ich bräuchte Unterstützung oder möchtest du nicht vielleicht hier noch was anderes machen bei uns?“ Um da halt dann das etwas voranzutreiben. Also ist jeder einzelne Mitarbeiter eigentlich auch Genau. stark selbst gefordert und da ist wahrscheinlich auch das Thema Selbstmanagement relativ groß. Das funktioniert natürlich nicht für jede Organisation und in jeder Kultur. Deswegen, das ist dann auch so 'n gewisser Wertwandel. Welche Art von Unternehmenskultur ist denn nötig für so einen Shift? Oder Paradigmenwechsel ist es ja eigentlich sogar. Ja, es ist tatsächlich auch schwierig. Also, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt ja einige, die sagen, wir müssen die Person an sich erreichen, dass sie sich ändert und demnach auch unserem System passt. Dann gibt's aber andere Theorien, die sagen, wie die Person an sich denkt und fühlt, in dem Sinne ist egal, sondern sie soll nur in diesem System arbeiten können. Klingt 'n bisschen komisch, aber möchte ich wirklich einen Menschen ändern oder möchte ich einfach nur seine Verhaltensweise ändern? Das ist ein sehr schwieriges Thema. Also, kann ich ehrlich gesagt selber nicht beantworten. Und wie soll oder gegebenenfalls kann man ja auch fragen, nach welchen Kriterien könnte ich messen, ob wir weiterhin in dieser Kultur sind, die wir haben möchten oder diese Mhm. Zielkultur, die wir eigentlich erreichen möchten, ist ehrlich gesagt schwierig. Ich denke, das ist 'n Punkt, bei dem einfach alle mit dabei sein müssen. Und man muss dann, ja, mit den Leuten reden tatsächlich. Also, ich denke, Kommunikation ist eines der größten Themen. Also, einmal Kommunikation. Ich denke auch, offenes Feedback ist 'n Thema und Ehrlichkeit. Also, nicht nur Ehrlichkeit gegenüber den anderen Personen, sondern auch Ehrlichkeit zu sich selber. Und das sind viele Sachen, die so schnell nicht geändert werden können. Mhm. Es gibt auch Organisationen, die natürlich so 'n Zellstrukturdesign versucht haben und auch zum Teil es ja auch erfolgreich geschafft haben, sich zu ändern. Und dann kommt zum Beispiel auch das Thema auf: Was bedeutet eigentlich Karriere? Karriere im klassischen Sinne bedeutet, ich fange, wenn man ganz früher denkt, ich fange als Auszubildender an oder als Studierender, bekomme meine erste Stelle und arbeite mich Stück für Stück hoch, bis ich zur Teamleitung komme. Dann werde ich Abteilungsleiter, Standortleiter, bis man zum Geschäftsleiter wird. So in dem Sinne gibt's ja das in dieser Zellstruktur nicht mehr oder in diesem agilen Setting nicht mehr. Da muss man einfach diese Bedeutung der Karriere ist dann was anderes. Das ist einfach an dem arbeiten, was man eigentlich liebt. Und das ist recht schwierig, weil das ist ein Thema, das man, ja, ich also ich also man merkt ja auch jetzt schon, wie ich jetzt schon langsam anfange, ins Stottern zu kommen. Es Also ist wirklich schwer. ganz kurz, so wie ich es jetzt verstanden habe. Also eigentlich wird es in Zukunft ja dann noch wichtiger, diese intrinsische Motivation, also vielleicht auch als Unternehmen, dass ich mir die Leute auch so aussuche, wenn das überhaupt noch möglich ist in Zukunft, dass sie auch zur Kultur und zur Werteorientierung in meinem Unternehmen passen. Aber wenn ich die richtig ausgesucht habe, beziehungsweise die richtigen Leute bekomme, wird wahrscheinlich der Benefit noch höher sein. Genau. Wobei natürlich kann man hier jetzt natürlich fies sagen und das Thema aufbringen mit Einstellung von Personen nach bestimmten Kriterien, dass wir sagen, wenn ich mich mit der Person gut verstehe, heißt das, dass sie gut passen wird in unserem Unternehmen. Das führt ja dazu, dass wenn wir weiter gefragt natürlich, wann mögen wir eigentlich eine Person? Für gewöhnlich, wenn wir gewisse Ähnlichkeiten haben, wenn wir Interessen teilen. Und das führt dann eben dazu, dass wir eigentlich dann eine Person dazu holen, die zwar schon in gewisser Weise andere Erfahrungen gemacht hat, aber nicht komplett andere, denn wir haben dieselben Interessen, mehr oder weniger. So klar gibt es natürlich Personen mit komplett anderen Erfahrungen und denselben Interessen, aber für gewöhnlich, wenn man in diesem ge je nachdem, wie der Bewerbungsprozess gestaltet ist, stellt man zum Teil die gleichen Leute an und holt eigentlich nicht diesen neuen Wind, den man eigentlich dazu haben möchte. Und deswegen so Themen wie jemanden einzustellen, bei dem man glaubt, dass er gar nicht in das Unternehmen passen würde, aber diese Person sorgt für den neuen Wind, der eigentlich nötig Mhm. ist für die Innovation. Das Das ist wollte ich gerade natürlich jetzt hier ansprechen, das weil ich glaube, bei Teams ist es ja oft so, dass gerade eben heterogene Teams sich recht gut ergänzen, weil eben die Stärken so mhm, unterschiedlich verteilt sind. Aber, also, wenn ich's richtig verstanden habe, für ein gemeinsames Wertekonstrukt ist das jetzt vielleicht gar nicht ausschlaggebend. Also, ich meine, eben dieses Thema, gleiche Werte haben, aber sich halt trotzdem, ich sage noch so weit zu unterscheiden, dass man 'n neuen Wind reinbringen kann. Das ist so das, wie ich's richtig verstanden habe. Das ist eigentlich wichtig, oder? ja, an sich ja, aber je nachdem bei den Einstellungskriterien, es gibt, ich weiß nicht mehr die Anzahl, es gibt verschiedene
unterbewusste Merkmale, liegt im dreistelligen Bereich, wenn ich mich richtig erinnere, Merkmale, an denen wir dann halt dann das ausmachen. Und für gewöhnlich ist es dann nicht nur, dass wir dann am Ende sagen: „Okay, diese Person halt dieselben Werte in dem Sinne und Mhm. würde es in dem Sinne richtig funktionieren." Unglaublich schwer auszudrücken, sowas. Aber ich glaube, wir haben es Es schon ist auch ganz gut fassbar genau, gemacht. genau, es ist einfach 'n unglaublich komplexes Thema, an dem wir ja auch aktuell ja noch arbeiten. Und man muss ja auch ehrlich sagen, es gibt einfach aktuell ja keine richtige Lösung dazu. Man probiert einfach aus und schaut, was passiert. Und das ist natürlich dann aber auch der Punkt eben, diese Offenheit, diese Experimentierfreudigkeit. Es führt natürlich auch kann auch zu Konflikten führen. Je nachdem, wie die Konflikte laufen, ist das eben dieses Antifragile, dass wir sogar daran wachsen können. Aber es Konflikte kann müssen natürlich dann nicht auch zwangsweise was Schlechtes sein, was ich richtig verstanden habe. Es ist ja oft so, dass absolut, Dissens genau, vielleicht zu einer besseren Diskussionskultur führt und dementsprechend vielleicht auch zu anderen Ergebnissen oder vielleicht besseren Ergebnissen. absolut. Ja. Genau, dass man halt dann sagt, dass man einfach 'n Perspektivwechsel bekommt. Aber es kann natürlich dann je nach Ausgestaltung kann es natürlich dann auch ins Negative gehen. Also, es gibt ja eine Gallup-Studie, zu der aufgezeigt wird, wie motiviert Personen sind. Und es gibt dann in Deutschland ist es unter 19% sind Leute, die wirklich sehr motiviert sind. Und dann gibt's dann auch im ähnlichen Bereich sind die Anzahl der Personen, die sogar gegen das Unternehmen arbeiten. Und das ist dann wieder der Punkt, dass wir dann halt dann gegebenenfalls Leute haben, die dann sogar gegen uns arbeiten. Das ist Mhm. natürlich 'n bisschen schwierig, aber auch hier, ich hätte da ehrlich gesagt keine wirkliche Antwort, Mhm. weil so dieses Zwischenmenschliche natürlich immer schwierig ist. Aber das war jetzt total spannend. Also, ich glaube, das waren jetzt auch Ja, ganz viele neue Einsichten, also, zu agilen Organisationen, die kannte ich jetzt so noch nicht und vor allem auch dieses Thema mit den Zellstrukturen und wie sich vielleicht Teams in Zukunft organisieren müssen, beziehungsweise wie Zusammenarbeit stattfinden muss, um einfach effizienter zu werden. Ich glaube, das ist ja auch so dieses Thema, auch in Deutschland. Ich meine, Effektivität ist das eine, ja, aber man muss natürlich auch die Effizienz steigern, weil nur durch das genau, werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch einen größeren Wertzuwachs schaffen können. genau. Ja, also es ist definitiv auch das Thema, wenn es heißt, wir müssen agiler werden. Wir müssen agiler arbeiten. Was bedeutet das eigentlich? Was wird eigentlich dahinter wirklich gemeint? Und das ist dann so 'n Thema, bei dem man dann schon hier anfangen muss, eigentlich den Decoder zu spielen und zu fragen: „Was meinst du eigentlich jetzt genau damit, mit agiler? Meinst du damit, dass wir schneller arbeiten sollen mit weniger Mhm. Ressourcen, dass wir uns schneller an die Marktgegebenheiten anpassen?" Einfach, was bedeutet agil für eine Person? Und das ist dann schon eigentlich der Punkt, bei dem man dann, ja, man glaubt, jeder meint dasselbe, aber hier ist einfach das Thema, man muss wirklich eine gemeinsame Begrifflichkeit schaffen. Und deswegen ist es auch wichtig dann, wenn man zum Beispiel eine neue Person da auch dazu holt, dass man dann auch diese Prinzipien, die man für sich aufgestellt hat, wie die Zusammenarbeit funktioniert, dass man dann sich auch die Zeit nimmt und sagt: „Okay, wir setzen uns, keine Ahnung, 1, 2 Tage hin und gehen jetzt einfach mal die Prinzipien durch." Und dann erklärt dann die Person, wie sie die Prinzipien versteht. Also, klar gibt man natürlich auch Informationsmaterial mit, aber die Person gibt dann natürlich ihre Art der Interpretation mit. Und darüber kann man natürlich dann auch sehen, inwieweit versteht denn die Person auch etwas? Weil das ist auch so 'n Ding, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Das wird eigentlich auch häufig zu selten betrachtet. Und, Bin ich völlig bei dir, ja. genau, und deswegen da halt dann muss man einfach schon, was interpretierst du unter folgendem Prinzip? Und da kommen halt dann unterschiedliche Sachen auf, weil wir eben geprägt durch unsere Erfahrung und schulische Bildung und andere Möglichkeiten halt das ganz anders sehen, als vielleicht der Großteil im Unternehmen das sieht. Als Beispiel, es gibt ja unterschiedliche Arbeitsweisen. Was ich zugegebenermaßen früher ist auch nicht die beste Arbeitsweise gewesen. Ich habe 'ne Aufgabe bekommen, ich habe mich dran hingesetzt und ich meine, mehr oder weniger stilles Kämmerchen, ja. Wenn's halt Probleme gab oder ich Informationen benötigt habe, bin ich natürlich direkt zu den Personen gegangen. Und wenn das fertig war oder wenn ich halt dann wusste, es muss halt 'ne Abstimmung geben, dann bin ich erst damit weiter rausgekommen. Ich habe jetzt nicht regelmäßig Zwischenupdates mitgegeben. Das habe ich jetzt natürlich so Stück für Stück angepasst, weil für mich, ich habe in anfangs bei der Arbeit eben häufig festgestellt, dass die Personen häufig selber überlastet sind mit Aufgaben, dass diese Zwischenupdates nicht wirklich sinnvoll waren, weil das war für die Person egal. Die wollte eigentlich nur wissen: „Wann ist das Ding fertig und ist es fertig? Ja, nein, Punkt." Und dann diese andere Arbeitsweise dann
einzuführen, so Stück für Stück ist es ja, man muss sich natürlich auch selber hinterfragen und das ist dann auch hier wieder diese eigene Ehrlichkeit zu sagen: „Hey, vielleicht die Arbeitsweise, die ich von früher kenne und immer früher angewendet habe und jetzt in 'nem neuen Unternehmen einsetze, so nicht funktioniert, weil X Gründe, ist in dem Sinne ja auch meine Schuld dann.“ Dass man da einfach sagt: „Okay, ich reflektiere, woran hat das gelegen? Was könnte ich besser machen?“ Und hier dann auch der ehrliche Austausch dann mit anderen Mitarbeitenden, dass sie da auch Feedback geben und auch offenes Feedback geben und sagen: „Hey, ich könnte mir eben vorstellen, dass du eben so was sagst wie, keine Ahnung, ich möchte einmal die Woche 'n Feedback vielleicht haben oder vielleicht sogar täglich 'n Feedback haben.“ Oder die sind mit der Arbeitsweise zufrieden, das weiß man ja nicht, aber dass man da einfach diese Prinzipien der Zusammenarbeit mal weiter aufdröselt. Ich bin da völlig bei dir und ich glaube, da gilt es auch immer wieder neu auszuloten. Kommt aufs Unternehmen drauf an, kommt auf die Organisation drauf an, Genau. kommt drauf an auch, wie ich arbeite. Ich bin zum Beispiel 'n Fan davon, wenn wir verteilt als Team arbeiten, also mein Team ist aktuell auch ein bisschen verteilt, manche vor Ort, manche weniger. Hinsichtlich Kommunikation, ich schätze sehr die Regelmäßigkeit. Das muss dann gar nicht lang sein, aber vielleicht anstatt, dass ich alle 2 Wochen, weiß nicht, einmal eine Stunde rede, dann rede ich halt lieber einmal am Tag 5 Minuten. Dann habe ich so alle Ja, Infos, die ich brauche und habe auch die Möglichkeit, den Informationsfluss so aufrechtzuerhalten, dass wir eben noch effizient arbeiten können. genau. Genau, und deswegen da kommen wir eben zu dem Punkt eben so Stück für Stück, wir überdenken gerade die gesamte Art und Weise, wie wir eigentlich arbeiten. Was ist eigentlich Karriere? Wie arbeiten Menschen eigentlich zusammen? Wie strukturieren wir uns eigentlich zusammen? Das führt natürlich dann auch zum Punkt, was ich auch, zum Teil auch angeschnitten hatte, wie messen wir dann auch Erfolg? Eben, es gibt nicht nur eben diese Produktivität und die Marge, sondern es gibt dann auch etwas, das nennt sich Net Promoter Score, NPS. Für einige wahrscheinlich auch tatsächlich 'n Begriff durch Microsoft und andere Anbieter. Das ist dann eben diese Bewertung von, ich denke, es fängt mit 1 an oder vielleicht sogar mit 0, ich weiß tatsächlich nicht mehr auswendig, bis hin 10. Und darüber kriegt man natürlich auch das Feedback mit, wie zufrieden ist man eigentlich. Und das ist dann auch 'n Thema, NPS einmal für die Zelle selber und dann einmal für das gesamte Unternehmen. Marge ist natürlich immer wichtig. Also, wir arbeiten nicht zum Spaß. Wir sind dazu da, um eben Umsatz zu generieren. Kommt natürlich auch drauf an, in welcher Organisation wir arbeiten und natürlich die gewisse Produktivität muss auch da sein. Das sind dann so Sachen, die wir dann halt dann bemessen können. Es gibt auch verschiedene Ansätze, wie wir, ich sage mal, das auch befeuern können, dass wir auch unbedingt mehr arbeiten wollen. Und zwar gibt es 2 Leader Scores beziehungsweise Scoreboards. Einmal für Zellen und einmal für Personen. Und zwar bei Personen, wie viel Umsatz jede Person selber generiert und dann auch bei den Zellen, wie viel Umsatz generieren die. Und ich habe das gesehen, das ist tatsächlich, also man glaubt erst mal: ja, ist nur 'ne Spielerei“, aber das ist dann wirklich so. Die Leute, die dann an der Spitze sind oder kurz davor sind, an der Spitze zu sein, wollen wirklich den Umsatz steigern, um dann halt zu sagen: „Ich bin an der Spitze des der Person oder der Zelle oder wir sind die Spitze der Zelle, die halt den größten Umsatz bringt.“ Und das ist halt dann auch so 'n Thema, das man halt auch einsetzen kann, also so Gamification mit einbauen. Und das Mhm. ist dann auch wieder, wie wie denken wir jetzt Arbeiten um? Ja, Hm, denkst du oder anders gefragt, siehst du in der Zukunft Trends, die auf uns zukommen, meinetwegen auch hinsichtlich agilen Organisationen und Zellstrukturdesigns? Also, gibt's da irgendwas, was sich vielleicht noch ändert hinsichtlich der Wahrnehmung auch? das ist 'ne schwierige Frage, weil inwieweit überhaupt Unternehmen Zellstrukturdesign oder Holokratie oder gegebenenfalls gibt's ja noch weitere Möglichkeiten, nicht nur möglicherweise, sondern es gibt ja noch weitere Alternativen. Inwieweit das auch aufgebaut wird, kann ich per se so nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube eher weniger. Ich glaube, dass Firmen weiterhin die klassische Strukturierung hernehmen oder die klassische Strukturierung nutzen, einfach aus dem Grund eben, wir haben die verschiedenen Themen mit: Was bedeutet für mich Karriere? Für viele ist es eben, eine Führungskraft zu werden. Auch diese Unsicherheit, die eigentlich auch mitschwingt. Man muss ja auch natürlich zugeben, von klassisch zu adaptiv, antifragil ist nicht von heute auf morgen und ist mit vielen Unsicherheiten verbunden und auch mit, 'nem gewissen Verlust definitiv mit verbunden, weil es gibt Personen, die nicht eben dieselben Werte teilen. Es gibt Personen, die unbedingt eben Karriere anders definieren und
diese umfassende Umstrukturierung, das ist ja nicht nur die Organisationsstruktur, sondern auch die Arbeitsweise. Einfach alles wird umgedacht. Inwieweit das auch wirklich funktioniert und die Leute mitmachen, das ist einfach eine Unsicherheit, die man ja eher ungern ist einzugehen, weil man gegebenenfalls ja auch dadurch das Unternehmen in den Ruin treibt. Es ist definitiv Mut. Es wird definitiv Mut benötigt, um diesen Mut aufzubringen und dann diese Reise zu gehen. Es ist halt 'ne Wagnis und das ist 'n Risiko, das man halt dann bedenken muss. Nicht jede Reise funktioniert und ob man jetzt dann sagt, wir gehen den sicheren Weg oder wir versuchen's, es ist beides verständlich, aber wenn man wirklich sagt: „Okay, ich gehe jetzt diese Reise an“, muss man immer sagen: „Hut ab“, weil das ist wirklich eine Unsicherheit, die keiner vorhersagen kann. Das war ein super spannendes Gespräch. Und abschließend, abseits von agilen Organisationen und DevSecOps, was denkst du, selbe Frage wie bei all meinen Gästen, sind die größten Trends und Herausforderungen in IT und Digitalisierung in den nächsten 5 Jahren, die man als Unternehmen auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte? Definitiv die steigende Regulierungen in der Sicherheit und in der IT. Also sei es eben das NIS-2-Umsetzungsgesetz, Kritis-Dachgesetz, dann kommt ja noch die DORA. Wir haben Im jetzt auch noch die Finanzbereich, KI richtig? genau, im Finanzbereich. Also, da sind ja auch Banken und Versicherungen betroffen zum Teil. Und die KI-Verordnung, also der AI Act, der auch ja Vorgaben gibt zur, Cybersicherheit, zum Risikomanagement, zum Qualitätsmanagement. Es gibt auch einige Unsicherheiten, aber auch klare Vorgaben, was für Dokumente gefordert sind. Gibt es da Aber schon auch eine Zeitlinie, bis wann das in deutsches Recht übersetzt wird? die Überführt gilt wird? sof also, es gibt die tritt sofort ein. Aktuell die Überführung ist die sogenannte KI-Haftungsrichtlinie. Die soll in 2 Jahren dann scharf geschalten werden und dann wird's noch interessanter. Vor allem haben wir auch noch das Thema eben, es gibt dann den Part der Zertifizierung von künstlicher Intelligenz und da gibt's überhaupt keine Idee, wie so was eigentlich aussehen kann und überhaupt bei wem man sich melden muss. Es gibt zum Beispiel auch das Thema, dass es so 'ne Art Register gibt, bei dem man sich registrieren muss bei Hochrisiko-KI. Es gibt halt niemanden, der dir jetzt aktuell sagen kann: „Genau in diesem Register und hier musst du dich melden, um dich zu registrieren.“ Deswegen, es sind dann noch Sachen, die aktuell noch also einmal aufgeklärt und aufgebaut werden müssen. Deswegen, das muss man verfolgen. Genau, und andere Sachen kann man zum Teil auch schon proaktiv selber angehen. Es gibt schon gewisse Frameworks oder auch gewisse Newsletter, die dann eben auch Informationen mitgeben. Also, es gibt auch das AI Office von der EU, die dann auch da Workshops und, ja, Informationsmaterialien mitgeben. Aber hier natürlich einmal mehr so die Sicherheits und KI-Ebene. Es gibt dann noch die IT, zum Beispiel das Energieeffizienzgesetz und das definiert die Vorgaben an Rechenzentren. Und deswegen, man sieht, der wilde Westen der IT wird stärker reguliert. Das bedeutet, wir müssen uns mehr nicht nur dem Technischen widmen, sondern auch mit dem Juristischen widmen. Und natürlich kommt das Thema das Business Alignment, dass wir auch hier näher mit Businessleuten beziehungsweise allgemein mit dem Business näher rücken müssen, um da auch die Vorteile noch rausholen zu können. Deswegen hier definitiv die steigende Regulierung. Damit verbunden auch die komplexeren Angriffe. Wir haben jetzt mehr Schnittstellen. Das bedeutet, dass wir 'ne größere Angriffsfläche haben. Mit Deepfakes können wir auch Personen faken. Da gab's jetzt auch Anfang des Jahres einen Vorfall, da hat, ich denke, das war in Hongkong, eine Person 25 Millionen Dollar überwiesen, weil er dachte, dass er mit dem Chief Financial Officer telefoniert hat, also wirklich 'n Videocall. Mhm. Deswegen, das ist halt auch 'n Thema. Genau, und auch der Umgang mit größeren Informationsmassen. Also, wir löschen für gewöhnlich ja nicht Dateien und auch die Größe von Dateien wird immer größer. Und deswegen gilt hier auch Data Governance. Also, alle wollen mit Daten und KI spielen, aber wissen nicht, wie man so recht mit Daten umgeht. Deswegen ist das auch noch 'n Part, der langsam immer relevanter wird, wenn eben also einmal auch KI getrieben durch die KI und die in den Fortschritten in der KI, dass das eben definitiv noch 'n Thema wird. Und dann halt noch die Frage: Wie passen wir eigentlich die Arbeitsweise und unsere Teams beim Einsatz neuer Technologien an? Wenn ich 'n langsamen Prozess habe, den ich digitalisiere, habe ich einen Prozess, der digitalisiert ist, aber immer noch langsam ist.
Man muss also nun auch die Vorteile auch wirklich ausnutzen bei der Verwendung der neuen Technologien und die Strukturen einfach anpassen. Deswegen neue Technologieprojekte werden meistens nur technisch betrachtet, eben auch, was ich ja am Anfang erzählt hatte, dass DevSecOps recht technisch betrachtet wird, recht einseitig betrachtet wird, dass wir hier noch das Business mit dazuziehen müssen einfach. Und da müssen wir einfach die Leute mit einbinden, um da halt dann auch wirklich die Vorteile rauszuholen. Nicht nur eben aus der technischen Sicht. Wir wollen jetzt nicht 'n SharePoint einführen, weil wir 'n SharePoint einführen, sondern wir wollen die Vorteile daraus ziehen, dass wir schneller und effektiver arbeiten können. Und das bedeutet eben, die digitale Transformation war eigentlich mit verbunden mit einer gewissen agilen Transformation oder einem gewissen sozialen Wandel, der aber ausgeblieben ist. Und deswegen, das wird eigentlich auch 'n Thema, hoffentlich angegangen. Ich hoffe auch. Okay, also zusammengefasst, auf alle Fälle keine Software des Selbstzwecks einführen, sondern auch bewusst und ich sage mal, hinsichtlich der Optimierung denken. Ja. Für alle interessierten Hörer, weil es der Nico gerade erwähnt hat, Energieeffizienzgesetz, dazu hatte ich ein sehr spannendes Gespräch mit dem Herrn Helmut Göhl. Das ist unsere Episode vom Juni. Hört da gerne mal rein. So, und damit kommen wir auch zu meinen 3 Key Takeaways von heute. Erstens. Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil für den gesamten Lifecycle von Software. Deshalb sollte schon bei der Erhebung von Anforderungen bis zur Entsorgung die Sicherheit mitbedacht werden. Der zweite Punkt. In DevSecOps arbeiten, also auch beim Aufbau agiler Netzwerke, existiert keine One-Size-Fits-All-Lösungen. Organisationen müssen sich mit den Themen beschäftigen, experimentieren und die für sich passenden Lösungen finden. Dritter Punkt. Eine agile Arbeitswelt, auch Stichwort New Work, gehen über den Kickertisch und Obstkorb hinaus und sind wesentlich tiefgreifender als von vielen begriffen. Außerdem identifiziert sich nicht jede Person damit, weshalb der strukturelle Wandel innerhalb der Organisation sich dem auch entgegenstellen muss, mit den möglichen Lösungen und Konsequenzen, denn die Transformation muss von jeder Person getragen und gelebt werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen zusammengefasst. Nico, das war ja auch noch deinem Input. Von dem her, wenn ich was vergessen habe, gerne ergänzen. Ne, genau auf den Punkt gebracht. Allerletzte Frage. Ich bilde mich ja auch immer gerne weiter, auch über die Gespräche hinaus und bin daher auch immer sehr lesebegeistert, was Fachbücher angeht. Gibt es ein Buch, das du in den letzten Monaten gelesen hast, das dich besonders begeistert oder in deiner Arbeit beeinflusst hat? Und warum? Sehr schwierige Frage. Also wirklich, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne lese. Also, was ich aktuell wie ein Schwamm aufsauge, ist Anti-Fragile: Things That Gain from Disorder von Nassim Nicholas Taleb. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar: Wie gehen wir mit Stress beziehungsweise Krisen um? Und da kann man auch sehr viel für das Business Continuity Management beziehungsweise Business Resilience rausziehen, weil man mit dem Buch genau da andockt, wo die typische Literatur zu Business Resilience aufhört. Und ich denke, das ist auch 'n Buch, das auch vieles für das persönliche Weiterkommen auch noch mitgibt. Super, das werden wir für alle Hörer auch in den Shownotes verlinken und auf meine Leseliste kommt das natürlich auch. Von dem her, jetzt sind wir leider tatsächlich am Ende. Es war wirklich wieder ein super spannender Austausch und heute insbesondere, also das Thema agile Organisation hat mich insbesondere fasziniert. Nico, vielen Dank für deinen Input. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein konnte. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Wall of Confusion gefallen hat. Lasst uns gern ein Like da oder schreibt euer Feedback in die Kommentare. Schreibt uns auch, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst mit uns über ein bestimmtes Thema sprechen wollt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt uns auf linkedin.com/company/rossi-it.